In meinem Video neulich ging es um 10 Vorteile von doppelten Staatsbürgerschaften, welche diese angeblich für dich als Deutschen haben. Aber in meinem Video habe ich dann gezeigt, dass diese ganzen angeblichen Vorteile in Wirklichkeit alles kompletter Quatsch sind. Das sind vielleicht Vorteile für Syrer, für Iraker und sonst jemanden, der eine solche Staatsbürgerschaft beantragt, für einen Deutschen aber garantiert nicht. Heute will ich dir in diesem Video 9 tatsächliche Vorteile aufzeigen, welche eine Staatsbürgerschaft, zum Beispiel in der Karibik, eine Citizenship by Investment für dich als Deutschen wirklich haben kann. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Nochmal kurz zum Hintergrund und zu dem, was ich eigentlich neulich schon in meinem Video gesagt habe. Link übrigens packe ich hier nochmal in die Beschreibung mit rein. Diese Citizenship by Investments, zum Beispiel in der Karibik, wurden natürlich ursprünglich erfunden für Personen aus Ländern, in denen die Pässe ziemlich schlecht sind und ziemlich wenig Reisefreiheit haben. Also Länder, sagen wir zum Beispiel, wie Syrien, Irak, Libanon und so weiter und so fort. Die Vorteile, die jetzt oftmals von Verkäufern solcher Staatsbürgerschaften angebracht werden, auch bei deutschen Kunden, sind eben Vorteile, die letztlich nur Vorteile für solche Inhaber solcher minderwertigen Pässe sind, aber eben nicht für Deutsche. All diese Vorteile, die dort aufgezeigt werden, und ich hatte dir 10 genannt, sind absolut keine Vorteile für einen Deutschen, denn er hat diese angeblichen Vorteile sowieso über seinen deutschen Pass. Er braucht hier keinen Zweitpass, um von diesen Vorteilen profitieren zu können. Was die wirklichen Vorteile einer solchen zweiten Staatsbürgerschaft, einer Citizenship per Investment sind, das wird hier vielfach von den Beratern zu solchen Staatsbürgerschaften überhaupt nicht angesprochen. In meinem letzten Video wollte ich keinesfalls sagen, dass du keine zweite Staatsbürgerschaft erwerben sollst. Ich finde das eine sehr gute Idee. Ich finde die Entwicklung, in der sich Deutschland und die EU gerade befinden, sehr bedenklich. Und es gibt viele gute Gründe, warum eine zweite Staatsbürgerschaft Sinn macht. Heute will ich dir daher 9 Vorteile zeigen, die eine zweite Staatsbürgerschaft für dich als Deutschen haben kann. Spezifisch habe ich hier natürlich Citizenship per Investment im Hinterkopf, was also eine solche Staatsbürgerschaft in der Karibik für dich als Deutschen für Vorteile bringt. Vorteil Nummer 1, du kannst ausreisen. Ja, das scheint jetzt hier etwas total Banales zu sein. Aber wir haben jetzt mehrfach Situationen in den letzten Jahren in Europa erlebt, wo die Ausreise, ich rede nicht von der Einreise, wo die Ausreise hier behindert wurde oder unmöglich gemacht wurde. Ja, du hast recht, ich rede natürlich zum einen von Covid. Da gab es tatsächlich in manchen europäischen Ländern die Situation, dass man das Land nicht verlassen konnte oder man konnte es nur dann verlassen, wenn man eben einen zweiten Pass hatte, also einen Pass aus einem anderen Land, dann konnten sie dich sozusagen nicht festhalten. Die zweite Situation war der Krieg in Russland und der Ukraine. Irgendwann durften russische Männer oder ukrainische Männer das Land nicht mehr verlassen. Ja, das haben wir tatsächlich erlebt. Das heißt, hätten diese Männer in dieser Situation einen Pass aus einem anderen Land gehabt, dann hätten sie das Land natürlich verlassen dürfen. Ausländer durften das Land verlassen, aber Ukrainer und Russen durften nicht mehr gehen, weil man sie eben hier für den Krieg einziehen wollte, beziehungsweise wenigstens mustern wollte. Es gibt alle möglichen Krisen in der Welt momentan. Wir wissen nicht genau, wie sich diese Krisen auf Europa auswirken können und wir wissen nicht genau,
was hier in den nächsten Jahren für Krisenherde auf uns zukommen. Wenn wir aber die letzten Jahre anschauen, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen und ein großer Vorteil sein, ein Reisedokument zu haben, mit denen du Deutschland einfach verlassen kannst oder welches Land auch immer, in dem du dich gerade befindest. Das ist ein großer Vorteil einer solchen zweiten Staatsbürgerschaft. Du bleibst handlungsfähig, du bewahrst dir deine Bewegungsfreiheit. Der zweite große Vorteil ist, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen kannst. Um die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen, brauchst du eine andere Staatsbürgerschaft. Du darfst nach deutschem Verständnis nicht staatenlos sein. Du kannst die deutsche Staatsbürgerschaft nur hier auf Antrag ablegen. Dieser muss dann tatsächlich auch von den Behörden genehmigt werden. In Krisenzeiten und im Verteidigungsfall wird sie möglicherweise nicht genehmigt, wenn dann dieses Ablegen der Staatsbürgerschaft bedeuten würde, dass du dich dem Militärdienst entziehst. Deshalb hier natürlich der Punkt auch, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wir wissen nicht, was in der Zukunft ist. Möglicherweise wird das Gesetz auch mal irgendwann wieder geändert werden. Also daher wichtig, wenn du vorhast, die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen, aus welchem Grund auch immer, mach es schnell. Aber hier der Vorteil ist, eine solche Staatsbürgerschaft in einem anderen Land ermöglicht dir eben erst das Ablegen der Staatsbürgerschaft. Der dritte große Vorteil einer zweiten Staatsbürgerschaft ist, dass du eine mögliche Besteuerung nach Staatsbürgerschaft vermeiden kannst. Ich bin mir sicher, dass es irgendwann in der Zukunft zu einer solchen Besteuerung nach Staatsbürgerschaft ähnlich wie in den USA kommen wird. Es ist den Behörden schon lange ein Dorn im Auge, dass man einfach so letztlich Deutschland oder die EU verlassen kann und sich somit wenigstens teilweise der Entsteuerung entzieht. Wie du weißt, haben wir ja in Deutschland trotzdem Dinge wie die erweitert beschränkte Steuerpflicht oder auch die Erbschaftssteuerpflicht, wo man hier möglicherweise noch nach dem Wegzug immer noch in Deutschland Steuern zahlen muss. Diese steuerlichen Varianten sind eben an die Staatsbürgerschaft geknüpft. Das heißt, wenn du jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft ablegst, rechtzeitig, könnte man davon ausgehen, dass du einer Besteuerung der Staatsbürgerschaft, wie sie vielleicht mal irgendwann eingeführt werden soll, nach amerikanischem Vorbild, entkommen. Es gibt jetzt tatsächlich schon Diskussionen in Frankreich, hier im linken Feld, dass eine solche in Frankreich zum Beispiel eingeführt wird. Wir kennen ähnliche Diskussionen aus Kanada. Wir kennen ähnliche Diskussionen von den Grünen, die das schon gefordert haben im letzten Wahlkampf. Also das ist eine Sache, die kommen wird. Und oftmals ist es ja heutzutage in der EU. Irgendeiner hat eine Idee und dann wird das so immer weitergetragen. Haben wir ja bei verschiedenen anderen Steuerarten auch schon gesehen. Das heißt also, in Verbindung mit dem Ablegen der deutschen Staatsbürgerschaft könntest du dann eine solche Besteuerung der Staatsbürgerschaft mit einem zweiten Pass vermeiden. Der vierte Vorteil ist, dass du AMLA, EU-Vermögensteuer und EU-Vermögensregister vermeiden kannst, wenn du eben die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr und dann eine neue Staatsbürgerschaft hast. Wichtig ist hierbei natürlich auch zu berücksichtigen, dass du kein Vermögen in der EU haben darfst, keine Konten in der EU, denn diese würden ja dennoch zum Beispiel von einer EU-Vermögenssteuer erfasst werden. Gehen wir zumindest davon aus, so ist es zum Beispiel mit der Vermögenssteuer in Spanien. Vorteil Nummer 5 an einer zweiten Staatsbürgerschaft: Du kannst die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer vermeiden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du ins Ausland umziehst als Deutscher, dann bist du noch 5 Jahre oder 10 Jahre von der deutschen Erbschaftssteuer betroffen, je nachdem, ob du in ein Niedrigsteuerland umziehst oder nicht. Aber wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft ablegst und eine zweite Staatsbürgerschaft hast, dann kannst du diese Besteuerung vermeiden, jedenfalls wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Du darfst natürlich kein deutsches Vermögen haben, keine deutsche Immobilien. Auf sie fällt immer die deutsche Erbschaft oder Schenkungssteuer an, ganz egal, wo der Schenkende oder der Beschenkte seinen Wohnsitz hat. Vorteil Nummer 6 einer zweiten Staatsbürgerschaft, auch das geht dann wiederum nur in Kombination mit dem Ablegen der deutschen Staatsbürgerschaft, ist eine mögliche Wehrpflicht zu vermeiden. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, Russland, Ukraine, die Wehrpflicht ist da, die Wehrpflicht hat viele Männer dort betroffen, völlig überraschend. Bis vor ein paar Jahren waren das noch friedliche Länder, jetzt dieser furchtbare Krieg, diese Realität des Krieges, diese Zerstörung, hätte man sich dort auch nie träumen lassen. Und genauso schnell kann es natürlich auch uns treffen. Wir sehen ja, dieser Konflikt in der Ukraine, der kann jederzeit hier außer Kontrolle geraten.
Wer weiß, was dann passiert, selbst wenn es nur ein Versehen ist, ein Unfall, jemand drückt den falschen Knopf und dann sind wir dran und dann haben wir den Ernstfall, den Verteidigungsfall und dann müssen per se alle deutschen Männer, auch die im Ausland bis zum Alter von 60 Jahren, einrücken. Ob das wirklich passiert, wer weiß, vielleicht reicht die Reserve aus, die man in Deutschland hat, aber zumindest ist es rechtlich möglich und davor kann dich nur eine zweite Staatsbürgerschaft schützen. Vorteil Nummer 7 einer zweiten Staatsbürgerschaft: Du kannst deinen Namen ändern und dann in diesem Namen reisen. Genau, du kannst also hier den Pass letztlich gleich mit einem neuen Namen beantragen und dann mit diesem neuen Pass herumreisen. Wir haben tatsächlich Mandanten, die das machen. Nicht, dass die jetzt irgendwas sich zu Schulden haben kommen lassen oder kriminell sind oder sowas. Aber es gibt eben Menschen, die sind sich sehr dessen bewusst, dass wir uns zunehmend hier in einer Überwachungsgesellschaft befinden. Das ist ja schon letztlich hier durch die Technik gegeben, mit der wir uns hier täglich umgeben, insbesondere unsere Handys oder auch wenn wir solche Systeme nutzen, wie zum Beispiel Gmail oder sowas. Das ist letztlich die komplette Überwachung. Das sind Überwachungsmechanismen. Es gibt also durchaus Menschen, die sich dessen bewusst sind und die hier auf ihre Privatsphäre extrem viel Wert legen, die also sagen wollen, wenn ich mich hier in der EU bewege, dann möchte ich es den Behörden dort doch so schwer wie möglich machen, mich zu tracken. So, nun kannst du also mit einem solchen Pass und deinem neuen Namen einfach in der EU einreisen. Die Mandanten, die wir haben, die reisen normalerweise dann in Zürich ein und nehmen sich dann einen Mietwagen oder sowas. Das ist also völlig problemlos möglich. Vorteil Nummer 8 einer zweiten Staatsbürgerschaft und einer Staatsbürgerschaft per Investment: Du kannst deine Familie mit einbeziehen, während vielleicht der erste Pass locker mal $200.000 kostet. Mittlerweile leider kosten dann Kinder, Ehepartner möglicherweise nur $10.000 pro Person. Zum Teil kann man hier auch Eltern mit einbeziehen oder erwachsene Geschwister. Hier kannst nicht nur du alleine profitieren, sondern der Rest deiner Familie natürlich auch. Der 9. und letzte Vorteil ist, dass du mit dem Pass, den du in diesem einen Land erwirbst, zum Beispiel St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Antigua und Barbuda, in bis zu 15 Ländern leben kannst. Es gibt ja dort auch verschiedene Verbünde von Ländern. Einer der größten ist CARICOM, Caribbean Community. Diese hat vor kurzem entschlossen, dass sie eine Personenfreizügigkeit hier einführen wird. Das ist noch alles in der Anfangsphase. Da muss man noch die technischen Details abwarten. Aber grundsätzlich ist es dann möglich für jemanden, der zum Beispiel einen Pass hat von St. Lucia oder auch von Antigua und Barbuda oder St. Kitts und Nevis, dass die Person dann in bis zu 15 Ländern leben und arbeiten kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel aufgrund einer Covid-Epidemie oder sonst was mal tatsächlich darauf angewiesen bist, dort zu leben, weil das einzige Land ist, das dich aufnimmt, kannst du dennoch aufgrund des Passes dann in 15 anderen Inselstaaten auch leben. Kannst vielleicht ein bisschen Inselhopping machen, dann wird der Lockdown vielleicht verträglicher. Kannst du mit dem Boot, wenn du willst, zwischen den Inseln hin und her fahren. So, das waren sie jetzt, unsere 9 Vorteile einer doppelten Staatsbürgerschaft für deutsche Staatsbürger. Vor allen Dingen natürlich hier haben wir Citizenship per Investment im Hinterkopf. Natürlich geht das auch mit einer Staatsbürgerschaft, die du über Einbürgerung erhältst. Einbürgerung geht eben immer ein bisschen länger. Wie gesagt, ich halte aufgrund der hier präsentierten Tatsachen es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass du dich mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass du dich hiermit befasst, dass du möglicherweise eine solche Staatsbürgerschaft beantragst. Ganz wichtig aber nur, dass du die richtigen Vorstellungen hast, dass du dir nicht irgendwas aufschwatzen lässt. Tatsächlich sind ja die Vorteile, die ich genannt habe, alle langfristige strategische Vorteile. Natürlich würdest du nicht sofort die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben. Du würdest erstmal abwarten und wenn dann einer dieser Events eintritt, die wir genannt haben, könntest du die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen. Wobei hier muss man natürlich ganz klar sagen, wenn der Event eintritt, ist es möglicherweise schon zu spät. Das heißt, du müsstest im Grunde genommen sagen, wenn sich die Situation hier weiter verschlechtert, wenn sich eine solche Krise anbahnt, dann wäre hier der richtige Zeitpunkt gekommen. Und dazu kann es natürlich hilfreich sein, das alles jetzt schon vorher zu organisieren, weil wenn dann mal ein Riesenandrang ist, weil alle auf einmal hier in Panik sind und eine solche Staatsbürgerschaft wollen, dann wird es zu spät sein. Das heißt, ich rate dir, schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Sei nicht der Frosch, der im Wasser sitzt und dem man die Temperatur immer weiter aufdreht und der sich dann irgendwann hier im eigenen Saft kochen lässt. Sei nicht dieser Frosch,
spring rechtzeitig aus dem Wasser heraus, mach dich aus dem Staub, wenn es notwendig ist. Wenn auch du dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaften auseinandersetzt, wenn du dir dazu Gedanken machst und möglicherweise eine solche beantragen möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch mit meinem Kollegen Daniel Taborek zu buchen. Daniel ist Experte für zweite Staatsbürgerschaften. In unserem Haus bearbeitet er dieses Gebiet. Link zur Buchung des Beratungsgesprächs packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit ein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, im Ausland sich steuerlich optimal aufzustellen, im Ausland Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.